Guten Tag, ich glaube, das ist mein Hotel. Ist der Eingang hier richtig? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, willkommen im Hotel Sonnengarten. Der Eingang ist genau hier. Sie können einfach durch die automatische Tür gehen. Sie öffnet sich sofort. Ah, danke. Ich bin heute zum ersten Mal in dieser Stadt. Alles ist neu für mich und ich möchte nichts falsch machen. Kein Problem. Ich helfe Ihnen gern. Haben Sie viel Gepäck dabei oder nur diese Reisetasche? Nur die Tasche, aber sie ist ein bisschen schwer. Ich habe viele Dinge eingepackt, weil ich eine kleine Reise mache. Wenn Sie möchten, kann ich die Tasche für Sie tragen. Der Weg zur Rezeption ist sehr kurz, aber ich unterstütze Sie gern. Das ist freundlich, danke. Ich bin ein bisschen müde von der Fahrt. Der Bus hatte Verspätung und es war sehr voll. Das passiert oft. Viele Gäste sagen, dass die Busse hier manchmal chaotisch sind. Aber jetzt sind Sie da und können erst einmal entspannen. Ja, das klingt gut. Ist es heute sehr voll im Hotel? Ich habe ein Einzelzimmer reserviert. Heute ist es ruhig. Wir haben ein paar Geschäftsreisende und ein paar Touristen, aber es ist nicht überfüllt. Sie werden bestimmt ein ruhiges Zimmer bekommen. Das freut mich. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich möchte morgen die Stadt erkunden und früh aufstehen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Gehen Sie einfach zur Rezeption. Meine Kollegin Frau Neumann wird Ihren Check-in machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das macht alles einfacher für mich. Sehr gern. Und wenn Sie später Fragen haben, können Sie jederzeit wieder zu mir kommen. Ich bin den ganzen Nachmittag hier. Sehr gut, dann gehe ich jetzt hinein und melde mich an. Einen schönen Tag Ihnen. Ihnen auch, Frau... Maria Hoffmann. Einen schönen Aufenthalt, Frau Hoffmann. Guten Abend und herzlich willkommen im Hotel Sonnengarten. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend. Ich habe eine Reservierung auf den Namen Daniel Weber. Ich hoffe, alles ist angekommen. Einen Moment bitte. Ich schaue im System nach. Können Sie mir kurz Ihren Ausweis geben? Ich muss Ihre Daten überprüfen. Ja, natürlich. Hier ist mein Personalausweis. Ich reise heute beruflich, deshalb brauche ich die Rechnung morgen auf meine Firma. Alles klar, das können wir gern machen. Ich habe Ihre Reservierung gefunden. Sie haben ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung für 2 Nächte. Möchten Sie das so lassen? Ja, das passt gut. Ich brauche ein bisschen Platz zum Arbeiten und der Schreibtisch im Doppelzimmer ist bestimmt praktisch. Genau, das Zimmer hat einen großen Schreibtisch und auch eine kleine Sitzecke. Das mögen viele unserer Geschäftsreisenden. Sehr gut, dann freue ich mich darauf. Hier ist Ihre Zimmerkarte. Sie bekommen Zimmer 214 im 2. Stock. Der Aufzug ist rechts neben der Lobby. Wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gehen Sie bitte zweimal links, dann sind Sie direkt am Zimmer. Das klingt einfach. Ich hoffe, ich finde es gleich, denn ich bin schon ein bisschen müde. Das verstehe ich. Reisen kann anstrengend sein. Falls Sie irgendetwas brauchen, können Sie jederzeit die 0 auf dem Zimmertelefon wählen. Wir sind rund um die Uhr da. Danke, das ist gut zu wissen. Gibt es bestimmte Zeiten für das Frühstück? Ja, das Frühstück gibt es von 6:30 Uhr bis 10 Uhr. Der Frühstücksraum befindet sich ebenfalls im 2. Stock, gleich neben dem Aufzug. Sie können es nicht verfehlen. Perfekt. Ich muss morgen früh zu einem Termin, also passt die Zeit gut. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen noch eine Stadtkarte geben. Viele Gäste benutzen sie gern. Ja, sehr gern. Vielleicht schaue ich mir später noch etwas in der Umgebung an. Hier bitteschön. Und wenn Sie Restaurants oder Empfehlungen brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Danke für den freundlichen Service. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und packe erst einmal aus. Einen schönen Abend. Ihnen auch. Guten Tag. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich finde mein Zimmer nicht. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Natürlich helfe ich Ihnen gern. Welches Zimmer haben Sie denn? Ich habe Zimmer 318. Die Rezeptionistin hat gesagt, 3. Stock, zweimal rechts. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Kein Problem. Das kann leicht passieren. Der 3. Stock ist ein bisschen verwinkelt. Wir gehen es Schritt für Schritt durch. Danke, das ist sehr freundlich. Ich habe heute schon eine lange Anreise hinter mir. Mein Kopf ist etwas voll. Das kenne ich. Reisen ist oft stressig. Also, wenn Sie aus dem Aufzug kommen, gehen Sie zuerst nach rechts. Dann kommt ein langer Flur. Ja, den habe ich gesehen. Dort gibt es viele Türen. Genau. Am Ende dieses Flurs biegen Sie wieder nach rechts ab. Dort finden Sie die Zimmer ab 315 bis 330. Ihr Zimmer liegt also in diesem Bereich. Ah, dann war ich wirklich falsch. Ich bin geradeaus weitergegangen und dann nach links. Das passiert vielen Gästen. Sie sind nicht die Erste heute.
Deshalb erkläre ich es gern noch einmal. Das ist sehr nett von Ihnen. Ist der Frühstücksraum eigentlich auch im 3. Stock? Nein, der ist im 2. Stock, direkt neben dem Aufzug. Sie sehen ein großes Schild mit einer Kaffeetasse darauf. Das hilft beim Finden. Gut zu wissen. Ich möchte morgen gern früh essen. Und wo ist der Fitnessraum? Ich habe Sportsachen dabei. Der Fitnessraum befindet sich im Erdgeschoss. Wenn Sie später hin möchten, gehen Sie einfach an der Rezeption vorbei und dann links durch die Glastür. Perfekt. Danke. Ich finde mich langsam zurecht. Wenn Sie möchten, begleite ich Sie kurz zum 3. Stock. Dann sehen Sie genau, wo Ihr Zimmer liegt. Das wäre toll. Dann kann ich mich danach besser orientieren. Kein Problem. Ich bin sowieso gerade auf dem Weg nach oben. Folgen Sie mir einfach. Sehr gern. Vielen Dank für Ihre Geduld. Dafür sind wir da. Ich wünsche Ihnen später einen angenehmen Abend im Hotel. Dankeschön. Das wird sicher schön. So, endlich im Zimmer. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Die Reise war lang und ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Guten Abend, hier ist die Rezeption. Sie sind gerade eingecheckt, richtig? Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Abend. Ich bin Sandra Klein und habe Zimmer 407. Ich wollte nur kurz fragen, wie ich die Klimaanlage einstelle. Es ist ein bisschen warm hier. Natürlich. Die Klimaanlage befindet sich rechts neben der Tür. Es gibt 2 Knöpfe, einen für die Temperatur und einen zum Einschalten. Ah, jetzt sehe ich sie. Ich hatte zuerst den Lichtschalter gedrückt und mich gewundert, warum nichts passiert. Das passiert oft, keine Sorge. Wenn Sie die Temperatur auf 21 Grad einstellen, ist der Raum schnell angenehm kühl. Sehr gut. Danke für die Erklärung. Ich möchte später vielleicht noch duschen. Gibt es zusätzliche Handtücher, falls ich mehr brauche? Ja, natürlich. Im Badezimmer finden Sie 2 große und 2 kleine Handtücher. Wenn Sie mehr möchten, könnte ich Ihnen welche hochbringen. Das wäre nett. Ich glaube, ich brauche ein zusätzliches großes Handtuch. Kein Problem. Ich bringe Ihnen gleich eines vorbei. Es dauert nur ein paar Minuten. Vielen Dank. Das Zimmer gefällt mir übrigens sehr gut. Es ist hell und sieht sauber aus. Die Sitzecke ist auch schön gemütlich. Das freut uns sehr. Wir legen großen Wert auf Sauberkeit und eine angenehme Atmosphäre. Wenn irgendetwas nicht stimmt, sagen Sie einfach Bescheid. Eine Frage habe ich noch. Wie funktioniert der Fernseher? Ich sehe 2 Fernbedienungen und bin mir nicht sicher, welche die richtige ist. Die kleinere schwarze Fernbedienung ist für den Fernseher, die größere weiße gehört zur Klimaanlage. Ah, gut zu wissen. Ich hätte sonst bestimmt die falsche benutzt. Falls Sie später Probleme haben, können Sie wieder anrufen. Wir helfen gern weiter. Das ist sehr freundlich. Ich freue mich schon auf einen ruhigen Abend. Ich bringe Ihnen gleich das Handtuch vorbei. Einen angenehmen Aufenthalt, Frau Klein. Vielen Dank. Bis gleich. Guten Abend. Ist an der Bahn noch ein Platz frei? Ich möchte etwas trinken und ein bisschen entspannen. Guten Abend. Ja, natürlich. Setzen Sie sich gern hier an den Tresen. Möchten Sie die Getränkekarte sehen? Ja, bitte. Ich bin zum ersten Mal in diesem Hotel und kenne das Angebot noch nicht. Kein Problem. Wir haben viele Klassiker, aber auch ein paar eigene Drinks. Hier ist die Karte. Danke. Das sieht gut aus. Können Sie mir etwas empfehlen? Ich mag frische, leichte Getränke. Dann wäre vielleicht unser Sommergartenspritz etwas für Sie. Er ist fruchtig und nicht so stark. Viele Gäste mögen ihn. Das klingt perfekt. Dann nehme ich den. Sehr gern. Möchten Sie dazu vielleicht ein kleines Snackmenü? Wir haben Nüsse und Oliven oder auch Käsewürfel. Ja, ein paar Oliven wären schön. Ich hatte heute noch kein richtiges Abendessen. Kommt sofort. Arbeiten Sie beruflich hier in der Stadt oder machen Sie Urlaub? Beruflich. Ich habe morgen ein Meeting und wollte heute noch ein bisschen abschalten. Das kann ich gut verstehen. Viele Gäste kommen abends an die Bar, um den Tag ruhig ausklingen zu lassen. Ja, die Atmosphäre ist angenehm. Nicht zu laut, nicht zu dunkel. Danke, das freut uns. Wir achten darauf, dass es gemütlich bleibt. Möchten Sie morgen vielleicht einen Tisch im Restaurant reservieren? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Gibt es dort eher leichte Gerichte? Ja, wir haben Salate, Suppen und einige vegetarische Optionen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen morgen um 19 Uhr einen Tisch halten. Sehr gern. Dann trage ich mir das gleich ein. Hier ist Ihr Drink und die Oliven. Wenn Sie noch etwas brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Vielen Dank, das sieht sehr gut aus. Ich genieße jetzt erst einmal den Abend. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit an der Bar. Ich bin gleich hier, falls Sie noch einen Wunsch haben. Sehr freundlich, danke. Guten Abend. Hier spricht Tobias Hartmann aus Zimmer 512.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe ein kleines Problem im Zimmer. Guten Abend, Herr Hartmann. Kein Problem, dafür sind wir da. Was genau funktioniert denn nicht? Es geht um das Licht im Badezimmer. Ich habe den Schalter mehrmals gedrückt, aber die Lampe bleibt dunkel. Ich glaube, sie ist kaputt. Verstehe. Das ist natürlich unangenehm. Haben Sie schon versucht, den zweiten Schalter neben der Tür zu drücken? Manche Gäste übersehen ihn. Ja, beide Schalter habe ich ausprobiert. Es tut sich leider gar nichts. Danke, dass Sie Bescheid sagen. Dann schicken wir sofort jemanden vorbei. Unser Haustechniker, Herr Baumann, ist noch im Haus. Er kann sich das gleich anschauen. Das wäre gut. Ich wollte eigentlich gleich duschen, aber ohne Licht ist das schwierig. Natürlich. Herr Baumann braucht etwa 5 Minuten bis zu Ihrem Zimmer. Ist es für Sie in Ordnung, wenn er direkt klopft? Ja, ich bin im Zimmer. Das passt gut. Perfekt. Falls die Lampe defekt ist und wir sie heute nicht sofort ersetzen können, bieten wir Ihnen gern ein anderes Zimmer an. Oh, das ist nett. Aber ich hoffe, es lässt sich einfach reparieren. Ich habe schon alles ausgepackt. Verständlich. Wir versuchen zuerst die Reparatur. Wenn es doch länger dauert, kümmern wir uns um eine gute Lösung für Sie. Vielen Dank. Und noch etwas. Die Klimaanlage macht ein kleines, ungewöhnliches Geräusch. Es ist nicht laut, aber ein bisschen störend. Gut, dass Sie es erwähnen. Ich sage Herrn Baumann direkt Bescheid, damit er auch darauf schaut. Super. Dann warte ich hier. In Ordnung. Herr Baumann kommt gleich. Wenn Sie währenddessen etwas benötigen, rufen Sie einfach erneut an. Vielen Dank für den schnellen Service. Sehr gern. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. Einen Moment Geduld noch. Guten Abend. Ist hier noch ein Tisch frei? Ich würde gern etwas essen. Guten Abend. Ja, selbstverständlich. Sie können sich gern an diesen kleinen Zweiertisch setzen. Möchten Sie die Speisekarte? Ja, bitte. Ich bin heute das erste Mal hier im Restaurant und kenne die Gerichte noch nicht. Kein Problem. Wir haben viele leichte Speisen, aber auch warme Hauptgerichte. Unsere Suppe des Tages ist sehr beliebt. Das klingt gut. Ich schaue kurz. Der Salat mit Gemüse sieht interessant aus. Können Sie mir sagen, ob er groß genug als Hauptgericht ist? Ja, er ist recht groß und sehr frisch. Wir machen ihn jeden Abend neu. Viele Gäste bestellen ihn. Das hört sich gut an. Dann nehme ich den großen Gemüsesalat. Und könnte ich dazu ein stilles Wasser bekommen? Natürlich. Möchten Sie eine kleine oder große Flasche? Eine kleine reicht. Ich esse nicht so viel, aber ich habe jetzt richtig Hunger. Alles klar. Ich bringe Ihnen gleich das Wasser. Und dann Ihren Salat. Vielen Dank. Ist es hier abends immer so ruhig? Es kommt darauf an. Unter der Woche ist es oft entspannter. Am Wochenende haben wir mehr Gäste, besonders Familien. Das gefällt mir so. Ich mag es nicht, wenn es sehr laut ist. Nach einem langen Tag brauche ich etwas Ruhe. Verstehe ich gut. Sie können nach dem Essen gern noch einen Tee oder Kaffee bestellen. Wir haben auch einen leckeren Kräufertee. Oh, das klingt gut. Vielleicht nehme ich später einen. Hier ist Ihr Wasser. Und der Salat kommt sofort. Der Salat sieht wirklich gut aus. Frisch und bunt. Das freut mich. Wenn etwas fehlt, sagen Sie bitte Bescheid. Ich bin in der Nähe. Vielen Dank. Ich genieße jetzt erst einmal mein Essen. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und guten Appetit. Danke, Ihnen auch einen schönen Abend. Guten Abend. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo der Wellnessbereich ist? Ich habe vorhin etwas darüber gelesen, aber ich finde den Eingang nicht. Guten Abend. Natürlich, gern. Der Wellnessbereich befindet sich im Erdgeschoss, direkt hinter der Glastür neben dem Aufzug. Haben Sie ihn vielleicht übersehen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe nur auf die Schilder für den Fitnessraum geachtet. Kein Problem. Viele Gäste laufen daran vorbei, weil die Tür so schlicht aussieht. Möchten Sie den Wellnessbereich jetzt nutzen? Ja, sehr gern. Ich hatte einen langen Tag und möchte ein bisschen entspannen. Gibt es hier eine Sauna? Ja, wir haben eine finnische Sauna und ein kleines Dampfbad. Außerdem gibt es einen Ruhebereich mit Liegen und warmem Licht. Das klingt wunderbar. Muss ich etwas beachten? Ich war schon lange nicht mehr in einer Sauna. Kein Problem, ich erkläre es Ihnen. Sie sollten zuerst duschen. Dann können Sie in die Sauna gehen. Bleiben Sie dort etwa 10 bis 15 Minuten. Danach ruhen Sie sich ein bisschen aus. Das klingt einfach. Und wie ist es mit Handtüchern? Wir haben große Saunatücher direkt hier an der Theke. Sie können sich gern eines nehmen. Vielen Dank. Gibt es auch einen Pool? Ja, einen kleinen Innenpool. Er ist nicht zum Schwimmen gedacht, eher zum Entspannen. Das Wasser ist angenehm warm. Das hört sich gut an. Ich glaube, ich probiere alles ein bisschen aus. Sehr gern. Wenn Sie später etwas trinken möchten, haben wir im Ruhebereich eine kleine Teestation. Kräutertee und Wasser stehen kostenlos bereit.
Perfekt. Ich freue mich schon sehr darauf. Gibt es bestimmte Öffnungszeiten? Ja, der Wellnessbereich ist täglich von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr geöffnet. Also genügend Zeit für Ruhe und Erholung. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt hinein. Vielen Dank für die freundliche Erklärung. Sehr gern. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend und viel Erholung. Dankeschön. Ich genieße das jetzt. Guten Morgen. Ich möchte auschecken. Mein Aufenthalt war sehr angenehm, aber ich muss heute früh weiterreisen. Guten Morgen. Natürlich, Frau Berger. Darf ich bitte Ihre Zimmerkarte haben? Ja, hier. Ich war in Zimmer 305. Vielen Dank. Einen Moment, ich schaue mir Ihre Rechnung an. Waren Sie 2 Nächte bei uns? Genau, von Montag bis heute. Alles klar. Die Übernachtungen sind erfasst. Zusätzlich sehe ich eine Getränkebuchung aus der Minibar. Ja, das stimmt. Ich habe gestern Abend ein Wasser genommen. Gut, dann füge ich das hinzu. Möchten Sie die Rechnung auf Ihren Namen oder auf Ihre Firma? Bitte auf meinen Namen. Ich reise privat. Sehr gern. Soll ich Ihnen die Rechnung ausdrucken oder per E-Mail schicken? Wenn möglich per E-Mail. Das ist für mich einfacher. Natürlich. Bitte geben Sie mir kurz Ihre E-Mail-Adresse. hanna.berger@mail.de. Danke. Ich sende Ihnen die Rechnung sofort zu. Einen Moment. Ja, sie wurde erfolgreich verschickt. Perfekt. Ach, können Sie mir noch sagen, ob es in der Nähe eine Bushaltestelle gibt? Ich möchte gleich zum Bahnhof fahren. Ja, direkt vor dem Hotel, auf der rechten Seite. Der Bus fährt alle 10 Minuten. Sie sollten keine lange Wartezeit haben. Sehr gut. Dann schaffe ich meinen Zug wahrscheinlich ohne Stress. Auf jeden Fall. Möchten Sie, dass ich Ihnen noch ein Taxi rufe? Nein, der Bus ist völlig in Ordnung. Vielen Dank. Sehr gern. Haben Sie sonst noch Fragen zu Ihrem Aufenthalt? Nein, alles war gut. Das Zimmer war sauber und das Frühstück war lecker. Das freut uns sehr. Wir hoffen, Sie kommen wieder. Das mache ich bestimmt. Vielen Dank für den freundlichen Service. Vielen Dank und eine gute Reise, Frau Berger. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag.